mich stand die Ausrichtung meines späteren Berufslebens schon ziemlich früh fest. Aber ich hätte damals nicht sagen können, ob es eher die theoretische oder die praktische Informatik wird, ob ich eher Programme schreibe oder eventuell über Algorithmen nachdenke oder ähnliches. Und das hat sich dann schon herauskristallisiert im weiteren Verlauf, vor allem im Hauptstudium, wenn man dann auch mal tatsächlich über die Grundlagenkurse hinaus Projekte macht, Projektarbeit macht. Und da zeigte sich schon, dass mir so gerade so Softwareentwicklung, Softwareprojekte sehr großen Spaß machen und das ist eine der Tätigkeiten, die ich jetzt hier ausübe. Tatsächlich habe ich die Organisation meines Studiums selber übernommen und war eigentlich ziemlich zielgerichtet. Ich wusste ja, dass ich zum Abschluss kommen will. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann durchaus sagen, dass es sehr sinnvoll ist, einfach mal weitergehende Kurse zu belegen an verschiedenen Lehrstühlen und da auch auszuprobieren, was die über die normalen Lehrangebote hinaus machen. Es gibt an fast jedem Lehrstuhl irgendwie Forschungsprojekte, Forschungsangebote, wo man sich irgendwie mit eintragen kann. Und wenn man das an verschiedenen Lehrstühlen auch mal ausprobiert, das muss nicht nur durch eine Studienleistung sein, sondern es kann durchaus als studentische Hilfskraft sein im Rahmen von Kontrollen von Aufgaben oder Ähnlichem, wo man dann also auch mal hinter die Kulissen blickt. Da sieht man eine ganze Menge und stellt fest, ob einem das ein oder das andere Thema aus der Informatik mehr liegt. Vielleicht sogar mit dem Blick schon mal dann, wenn man das Hauptstudium begonnen hat, auf das, was die Diplomarbeit werden könnte. Was ich tatsächlich empfehlen kann, ist, nicht immer den leichtesten Weg zu gehen. Das funktioniert am Anfang ziemlich gut mit den ersten Kursen. Man stellt aber fest, dass wenn man sich lange Zeit davor gedrückt hat, dass dieser Berg an doch schwereren Sachen und an größeren Projektaufgaben, an Dingen, die mal über 2 Wochen hinausgehen, dann einfach auf einen wirklich geballt zurollen. Man hat es ja bloß weggeschoben. Sie sind Bestandteil des Studiums und sie werden kommen. Einen sehr wichtigen Rat, den ich mitgeben kann, ist folgender, dass man versucht, von den Leuten, mit denen man sein Studium gemeinsam durchzieht, mit denen man sich umgibt, mit den Kollegen oder mit den gemeinsamen Kommilitonen aus verschiedenen Kursen, dass man da versucht, eine gesunde Mischung zu finden zwischen der Menge, denen man was beibringen kann und der Menge, es können ja dieselben sein, der Menge an Kommilitonen, die einem auch was beibringen. Gerade die Mischung macht es, dass man in die eine Richtung auch Dinge so weit für sich selber verstanden hat, dass man sie auch weitergeben kann und das andere ist, man profitiert natürlich von den Erfahrungen der anderen oder von dem Wissen der anderen in Bereichen, wo man selber nicht ganz die großen Stärken hat. Was natürlich unglaublich schön ist, wenn man nicht nur mit den Kommilitonen gemeinsam die reine Lehre macht und im Studienraum sitzt, sondern darüber hinaus auch vielleicht abends oder gemeinsam was unternimmt. Ein sehr schöner Umstand, dass ich bis heute noch Kontakt zu einigen Kommilitonen habe, wo sich die Freundschaft während des Studiums aufgebaut hat. Und da sieht man sich dann auch durchaus öfter mal, wenigstens einmal im Jahr, wenn man gemeinsam wie damals schon auf Kanufahrt ist.